In diesem Video zeigen wir Ihnen Tipps und Tricks für die Arbeitnehmerinnenveranlagung über Finanz Online. Sind Sie erst einmal über ID Austria in Finanz Online angemeldet, landen Sie auf dem Dashboard. Dieses können Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen individuell gestalten. Sie können die einzelnen Widgets beliebig anordnen und sogar nicht benötigte ausblenden. Im Widget Ihre letzten Anträge sehen Sie, in welchem Verfahrensstand sich die Veranlagungen der letzten 5 Jahre befinden. Von dort können Sie direkt über Jetzt starten in noch nicht eingereichte Arbeitnehmerinnenveranlagungen einsteigen. Bevor Sie sich in noch offene Arbeitnehmerinnenveranlagungen stürzen, empfehle ich, die eingestellten Zustelloptionen zu überprüfen, indem Sie entweder über das Widget Ihre persönlichen Daten oder oben in der Menüleiste über das Benutzerkonto die Zustelloptionen aufrufen und die gewünschte Zustellvariante auswählen. Entweder Sie belassen es bei der voreingestellten elektronischen Zustellung, dann ist jedenfalls eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen, an die die Mitteilung erfolgt, dass etwas in Finanz Online zugestellt wurde. Oder Sie verzichten auf die elektronische Zustellung, dann erhalten Sie Schreiben vom Finanzamt per Post. Ein Blick in den Steuerakt des zu veranlagenden Jahres lohnt sich, bevor Sie mit der Arbeitnehmerveranlagung starten. Das ist ganz einfach über den in der Menüleiste befindlichen Reiter Steuerakt möglich. Klappen Sie das betreffende Veranlagungsjahr aus, dann bekommen Sie die vom Arbeitgeber an das Finanzamt gemeldeten Bezüge angezeigt. Der Name des Arbeitgebers ist verlinkt. Dieser Link führt zum vollständigen Jahreslohnzettel. Auf diesem können Sie ablesen, ob über die Lohnverrechnung des Arbeitgebers bereits Pendlerpauschale, Familienbonus Plus, Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag, Gewerkschaftsbeiträge oder ein allfälliger Steuerfreibetrag vorab steuermindernd berücksichtigt wurden. Aus dem Jahreslohnzettel können Sie auch die Anzahl der Telearbeitstage herauslesen, welche für das Absetzen von ergonomisch geeignetem Mobiliar fürs Homeoffice relevant sind. Sind die Zustelloptionen geklärt und einen Blick in den Steuerakt geworfen, können Sie mit der Arbeitnehmerveranlagung starten. Auf eine Besonderheit ist hinzuweisen: Wurde vom Finanzamt für ein Veranlagungsjahr eine antragslose Veranlagung durchgeführt, ist der Einstieg in die Eingabemaske nur mehr über den Pfad Weitere Services, Erklärungen möglich, da auf dem Dashboard ein solches Veranlagungsjahr irreführend als abgeschlossen angezeigt wird. Steigen Sie das erste Mal in die Arbeitnehmerveranlagung für ein Veranlagungsjahr ein, werden Sie gefragt, ob Sie die Veranlagung mithilfe des Steuerassistenten durchführen wollen. Wenn Sie diese Option auswählen, bekommen Sie zunächst Fragen zum jeweiligen Themenkomplex gestellt. Basierend auf den Antworten bekommen Sie nur noch die für Sie relevanten Kennzahlen der Arbeitnehmerinnenveranlagung eingeblendet. Sie haben dennoch die Möglichkeit, sämtliche Eingabefelder anzeigen zu lassen. In der Arbeitnehmerveranlagung des jeweiligen Jahres bewegen Sie sich von links nach rechts durch die einzelnen Menüpunkte durch. Angefangen mit den persönlichen Daten geht es über die allgemeinen Daten, wo zum Beispiel die Anzahl der Arbeitgeber anzugeben ist oder auch Alleinverdiener bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag zu beantragen sind, zur Pendlerpauschale und den Werbungskosten. Danach zu den außergewöhnlichen Belastungen und Sonderausgaben. Im Menüpunkt Kinder ist der Familienbonus Plus für jedes Kind separat zu beantragen. Allfällige ausländische Einkünfte geben Sie unter International an. In der Zusammenfassung können Sie die Angaben noch einmal überprüfen und eine unverbindliche Vorberechnung durchführen, noch bevor Sie die Veranlagung über Finanz Online abschicken. Vergessen Sie nicht, jeden einzelnen Menüpunkt mit Speichern und weiter abzuschließen, damit die Eingaben nicht verloren gehen. Wenn Sie die Arbeitnehmerinnenveranlagung eingereicht haben und das Finanzamt noch Informationen bzw. Belege dazu benötigt, erhalten Sie ein Ergänzungsersuchen. Ein solches können Sie innerhalb der gesetzten Frist auch direkt über Finanz Online unter Weitere Services, Erklärungen, Ergänzungsersuchen beantworten. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Dateien als Anhang an das Finanzamt zu übermitteln. Erlässt das Finanzamt einen Einkommensteuerbescheid, der fehlerhaft oder unvollständig ist, kann binnen einer Frist von einem Monat Beschwerde dagegen erhoben werden. Vor Ablauf der Frist können Fristen übrigens unter Weitere Services, Erklärungen, Fristverlängerung erstreckt werden. Auch eine Bescheidbeschwerde ist direkt über Finanz Online möglich. Entweder Sie klicken unter Steuerakt neben dem Bescheid auf Ändern oder Sie steigen über Weitere Services, Änderungen, Bescheidänderung ein und wählen Beschwerde gemäß § 243 BAO aus.
Auch hier besteht die Möglichkeit, Anhänge an das Finanzamt mitzuschicken. Ergibt der Bescheid, gegen den Beschwerde erhoben wird, eine Steuernachforderung, kann unter Weitere Services, Zahlungsoptionen, Aussetzung der Einhebung gemäß § 212a BAO die Aussetzung des strittigen Betrages beantragt werden, bis inhaltlich über die Beschwerde entschieden wurde. Ansonsten müssen Sie den strittigen Betrag trotz Beschwerde zunächst zahlen. Sollte eine Steuernachforderung durch das Finanzamt gerechtfertigt sein, können Sie unter Weitere Services, Zahlungsoptionen eine Zahlungserleichterung durch Ratenzahlung oder Stundung beantragen. Über Weitere Services, Auskünfte, sonstige Anbringen und Anfragen können Sie übrigens ähnlich wie per E-Mail mit dem Finanzamt in Kontakt treten. Einzelne Funktionen in Finanz Online finden sich oft auch ganz einfach durch Eingabe des entsprechenden Suchbegriffs im Suchfeld in der Menüleiste. Insbesondere für technische Anfragen ist die Finanz Online Hotline nützlich. Inhaltlich sind zu einzelnen Themenbereichen in Finanz Online hilfreiche YouTube-Erklärvideos verlinkt. Zudem steht auch Chatbot Fred für Anfragen bereit. Mit Fragen zur Arbeitnehmerinnenveranlagung können Sie sich natürlich auch gerne an die Arbeiterkammer Oberösterreich wenden. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 050 69 06 1603.